Hallo! Hallo. Hallo! Hallo. Was ist denn jetzt dran? Du wolltest gucken, ne? Ja, ich wollte gucken. Ja, pass auf, gibt ein Update jetzt. Jetzt gibt's ein klassisches Corona-Update von Piranha Bytes. Okay. Ja, andere machen sehr viel in dieser Richtung, jetzt wollen wir das auch mal machen. Ja, wir sind zwei Piranhas, ne? Und wir erzählen euch was über die aktuelle Situation. Heute ist Dienstag, der 16.06. und seit gestern sind ja wieder sehr viele Lockerungen am Start, ne? Stimmt. Das heißt, wir haben sehr viele Sachen, die wir wieder dürfen, so. Unter anderem irgendwie mit 50 Leuten sich irgendwo treffen oder sowas, ne? Wie war das irgendwie? Genau, sind das nicht nur Nordrhein-Westfalen-Regeln, muss man sagen. Wie es in den anderen Bundesländern aussieht, das weiß ich nicht so genau. In Nordrhein-Westfalen ist es auf jeden Fall, man könnte jetzt sogar mit 50 Leuten wieder eine Party feiern. Machen wir aber nicht. Nein. Nämlich, ist das eine neue Situation jetzt oder ist das keine? So, ja. Für uns ist es erstmal firmentechnisch erstmal keine, weil wir immer noch Homeoffice machen. Ja. Weil wir jetzt gerade auch an vielen Operationen am offenen Herzen, könnte man sagen, und so, ne? Und alle Veränderungen, die da Unruhe reinbringen, würden jetzt stören zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Und ja, ist das denn jetzt schlimm oder ist das nicht schlimm? Oder was auch immer? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, was fandest du bisher am schlimmsten am Corona-Lockdown? Ne? Und die haben Folgendes gesagt. Am schlimmsten am Corona-Lockdown, wir hatten zwischendurch wirklich Probleme mit dem Klopapier. Dass man nicht mit so vielen Leuten, wie man will, zusammen abhängen kann. Das Einzige, was ich wirklich schlimm fand, war eben, dass sowohl an Veranstaltungen als auch an Treffen mit Leuten einfach alles arg zurückgegangen ist. Moment. Das war nicht mal schlimm. Am schlimmsten am Corona-Lockdown fand ich plötzlich sehr viele Social-Media-Virologen, ja, die plötzlich überall aus dem Boden geschossen kamen und alles sehr genau wussten. Dass ich keine Menschen mehr umarmen kann. Finde ich ganz furchtbar. Also das fehlt mir einfach. Also Freunde umarmen, Familie schon, aber die umarme ich natürlich, klar. Oder da gibt es eine körperliche Nähe, zum Glück bleiben mir die noch. Aber auch bei meinen Freunden, die ich jetzt mittlerweile wieder sehe, mal so mit Abstand oder so, das kann dann schon mal passieren. Wir können uns halt nicht in den Arm nehmen. Mir fehlt die Berührung, mir fehlt das. Am schlimmsten vermisse ich tatsächlich Musik machen mit Freunden. Das tut mir sehr, sehr weh. Ja, von daher, das vermisse ich am meisten. Ja, mittlerweile fehlt ja dann manchmal sogar auch der Augenkontakt, oder nur der Augenkontakt, aber man erkennt das ganze Gesicht ja nicht mehr, weil irgendwelche Masken davor kleben. Da fehlt natürlich ganz viel Körpersprache, Mimik, das fehlt mir alles. Und aber ich glaube, die Umarmung, ja, das ist das Schlimmste. Am schlimmsten? Ja, dass ich keine Auftritte mehr habe. Und wir hatten wirklich zwischendurch kein Klopapier mehr. Das war problematisch. Und dann haben wir aus Versehen zu viel gehabt. Aber wir haben es wirklich nicht gehamstert, sondern wir wollten Küchenrollen kaufen und dann war es Klopapier. So ein Glück. Naja, also unterschiedliche Dinge, die da gesagt werden, ne? Was ist denn das Schlimmste? Ja? Sagen wir mal so, ich hatte auch im Internet gelesen, dass einer geschrieben hatte irgendwie, ja, dann könnt ihr jetzt wieder ins Büro. Und ich habe so gedacht, so, ja, besser nicht, weil man weiß ja nicht, wie die Zukunft sich entwickelt, ne? Ich hoffe, momentan ist alles ganz cool und so, dass dieser Eiertanz dazu führt, dass wir irgendwie über einen schönen Sommer kommen. Und momentan läuft alles, ne? Das ist das, was du sagst. Wenn wir jetzt irgendwie mit Sack und Pack und unseren ganzen Rechnern irgendwie wieder in die Firma einziehen und dann kommt irgendwas und dann müssen alle wieder mit Sack und Pack ausziehen, dann verlieren wir Zeit, die wir jetzt eigentlich gar nicht nötig haben. Also never change a winning team. Running System, würde ich sagen. Running System. Gewinnt haben wir noch nicht. Aber es läuft momentan, also lassen wir es erstmal dabei, so lange, bis wir wissen, dass man auch wieder langfristig planen kann. Das gibt die Situation halt noch nicht her, ne? Ja. Ja, ich denke, die Leute die sind ja auch unterschiedlich betroffen. Ne? Es gibt einige Sachen, die sind schon schlimm, aber nicht für jeden. Also ich denke, eine schlimme Geschichte ist, wenn man selbst stark finanziell betroffen ist, wenn man persönlich betroffen ist, wenn man vielleicht sogar selber krank geworden ist, ne,
unserem näheren Umfeld sind wir jetzt weitestgehend verschont geblieben von Erkrankungen und das ist schon mal was Gutes. Aber das betrifft ja nun mal nicht alle. Einige sind halt schon hart getroffen worden und das ist dann in dem Fall sehr schlimm. Ja. Oder wenn jemand, wir arbeiten in einer Branche, in der wir einfach weiterarbeiten konnten, auf eine andere Art und Weise. Aber wir können arbeiten und andere, die mussten ihre Betriebe zumachen. Man könnte also sagen, wir haben eine Luxussituation. Ne? Wenn man so will, denn das Besondere an dieser Pandemie ist ja, dass jeder betroffen ist. Auf irgendeine Art und Weise ist jeder betroffen. Und inwiefern was für uns am schlimmsten? Was ist denn für uns am schlimmsten? Ich persönlich fand die Situation am schlimmsten, dass du Arbeit und alles, was man zu Hause machen muss, also Homeschooling, Home-Kindergartening, Home-Cooking, Home-Seying, irgendwie in einen Hut packen musste und dass das halt zeitlich ein Riesenproblem ist. Also während andere sich vielleicht mal gelangweilt haben, war bei uns einfach viel zu viel Dinge, die zu tun gewesen wären, auf zu wenig Zeit. Das war etwas, was mich persönlich betroffen hat, aber das hat nicht unbedingt Piranha Bytes getroffen, weil ja auch viele Leute dort wieder in einer anderen Situation stecken und vielleicht im Single-Haushalt leben oder in ein Paarhaushalt ohne Kinder oder halt in einer anderen Situation stecken. Und darum ist das selbst bei uns in so einer kleinen Klitsche, sage ich jetzt mal, sehr unterschiedlich gewesen. Ja? Ist das denn immer noch okay, das Homeoffice? Also würden wir das jetzt aufrechterhalten, so weiter? Ja. Erstmal ja, ne, weil es läuft gut bei uns und wir haben jetzt nicht größere Probleme irgendwo. Aber wann es tatsächlich wieder so zum normalen Betrieb kommt und dann wieder Unruhe reinbringt, das wissen wir noch nicht so genau. Ne? Wir haben ja erstmal überhaupt umgestellt auf Homeoffice, da war ja sowieso kompletter Lockdown und so weiter. Da haben wir auch schon so eine Zeit irgendwie, wo es rummelig war. Ne? Und jetzt läuft es und jetzt das wieder ändern. So, man kann es halt peu à peu machen, von Person zu Person. Mal gucken, wissen wir noch nicht. Ne? Ja, es ist so ein bisschen konservativ gedacht. Ne? Das heißt, am liebsten würde man dann wieder ins Büro einziehen. Ne? Also ich würde unwahrscheinlich gerne wieder ins Büro einziehen, weil ich da Bock drauf habe. Ja. Aber die Arbeit funktioniert halt auch zu Hause. Und wenn man längerfristig planen kann, dann würde man am liebsten auch wieder ins Büro einziehen, weil man dann weiß, dann kann man da bleiben. Ne, und das gibt die Situation halt momentan noch nicht her, weil wir nicht wissen, wie sich die nächsten Wochen entwickeln, weil wir nicht wissen, wie sich die nächsten Monate entwickeln und deswegen bleiben wir mal in dieser funktionierenden, konservativen Homeoffice-Situation. Dann funktioniert es auf jeden Fall. Ja, sind auf jeden Fall gut dabei für den momentanen Stand der Entwicklung, trotz dieser ganzen Krise und so weiter. Das ist eigentlich recht erfreulich bei der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Und wird jetzt alles besser? Ist die interessante Frage. Ne, die sich viele stellen. Jetzt stellen wir uns alle, wird jetzt alles besser? Gibt auch einige, sagen, war ja nicht so schlimm, ne? Oder ist jetzt bald irgendwie wieder normal? War ja nix oder sowas, ne? Ja, wir wissen es nicht. Es kann ja wiederkommen. Wahrscheinlich werden wir die nächsten Jahre damit leben müssen, ne? Mit dieser Bedrohung oder mit diesem Umstand, ja, dass wir uns halt irgendwie umstellen müssen. Mundschutz, bleibt der, wissen wir nicht. Ne? Schon ziemlich spannend, ne? Am Ende des Tages. Ja, ich bin ja grundsätzlich immer so ein Optimist, aber vernünftig optimistisch. Mhm. Ja, das heißt, ich glaube daran, dass wir diese Situation tatsächlich im Laufe des nächsten Jahres lösen können, weil ich glaube, dass so viele Menschen daran arbeiten, diese Situation zu lösen, dass das klappen muss. So, das ist mein persönlicher Optimismus. Das muss klappen. Ja, da bin ich optimistisch. Und wenn nicht, dann gibt's volles Pfund aufs Maul. Und ja, ansonsten wissen wir natürlich auch nicht, wie sich das nächste Jahr entwickelt, ne? Wie die Menschen auf die verschiedenen Situationen reagieren. Also im Umkehrschluss bedeutet das, man kann einfach nicht lange planen. Es ist einfach klug, wenn man erstmal Schritt für Schritt plant. Und das ist das, was wir momentan machen. Das heißt, wir machen das jetzt erstmal das, was wir vorhaben, und darauf arbeiten wir zu. Und dann bewertet man mit jeder neuen Situation neu und kann sich dann auch wieder anpassen. Ich glaube, das ist so mit das Klügste, was man machen kann, anstatt jetzt irgendwie, aber Weihnachten muss jetzt unbedingt so und so, das kann man ja gar nicht. Wie sollte man? Ja. Also uns geht's immer noch gut, ja. Wir hoffen euch auch da draußen, ja. Und wir arbeiten weiter aufs Ziel zu und hoffentlich kriegt ihr bald von uns was zu hören.
Hast du eine Community-Frage? Ja, ich habe eine Community-Frage. Vielleicht noch vom letzten Mal eine. Da war die Frage nach der Musiksoftware, die wir benutzen, um Musik zu machen. Ja. Ja, ich benutze Native Instruments, ich benutze Cubase und Gitarre, irgendwelche Samples, so ein Zeug. Ja. Wenn einer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß, wovon ich rede. Und ja, manchmal spiele ich auch selber ein bisschen was ein, aber das meiste kommt aus der Kiste, sag ich mal. Ne? Wie es die meisten auch machen, so wie ich das überblicken kann. Ja gut, wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid und dann sehen wir uns wieder hier in alter Frische. Ne? Gesund und munter. Gesund und munter hoffentlich. Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ganz schön schwül und warm hier, ne? Meine Güte. Bin voll am Schwitzen. Ja, es sieht nicht danach aus, aber es ist so. Ja, das ist so. Sieht nicht danach aus. Ja, weil die Wolken sind so dunkel.